Tief im Sportpark Kitzbühel befindet sich ein seltener Schatz. Zumindest für Österreich. Denn dort ist der Kitzbühel Curling Club beheimatet, der 2025 70 Jahre alt wird. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich heute 4 Generationen Curler zum privaten Training treffen. Offensichtlich hält der Sport jung. Gut Stein, wie die Curler sagen. Natürlich mit von der Partie KCC-Präsident Alois Genner. Meine Aufgabe ist, den Verein durch das Jahr zu führen, dass einfach alles rundum funktioniert, von den Absprachen mit dem Sportpark, mit der Gemeinde, mit den Teams, mit dem österreichischen Curlingverband, nach dem wir ja auch Bundesleistungszentrum sind, und dass immer alle motiviert sind und auf gutem Eis Curling spielen können. Wir betreiben hier eine Curlinghalle im Sportpark Kitzbühel, die es seit 2006 gibt. Gleichzeitig ist die Curlinghalle in Kitzbühel auch die einzige in Österreich und Bundesleistungszentrum. Das heißt, wir arbeiten auch sehr eng mit dem österreichischen Curlingverband zusammen. Das mit dem Bundesleistungszentrum ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für den Kitzbühel Curling Club, der ganz Österreich hier in Kitzbühel trainiert und wir natürlich auch vom österreichischen Curlingverband dadurch unterstützt werden, weil hier die Kadertrainings abgehalten werden. Das heißt, die mieten sich ein, mieten Eiszeiten, und es ist eine tolle Unterstützung, dass wir den Betrieb hier aufrechterhalten können. Worum geht es beim Curling? Auf einer Eisbahn versuchen 2 Teams, bestehend aus jeweils 4 Spielern, abwechselnd solche Curlingsteine so nahe wie möglich ans Zentrum des gegenüberliegenden Kreises, genannt Haus, zu positionieren. Zum Wischen wird ein Besen verwendet, mit dem das direktionale Gleiten eines Steins am Eis gesteuert werden kann. In jeder Runde, genannt End, werden pro Team 8 Steine gespielt und nach jedem End punktet das Team, dessen Stein sich am nächsten zum Hauszentrum befindet. Durch die strategische Positionierung der Steine, die bis zum Ende eines gesamten Spielabschnitts auf der Eisbahn bleiben, soll dem gegnerischen Team das Erreichen des Hauses erschwert werden. Curling gibt es in verschiedenen Konfigurationen, und zwar es gibt Wertungen für Damen, für Herren, dann gibt es einen Mixbewerb und noch einen Mixed-Doubles-Bewerb, wo eine Dame und ein Herr spielt. Man spielt Curling, weil es einfach Spaß macht, und die Kombination von sportlicher Tätigkeit und Taktik, also man muss im Spiel sehr taktisch vorgehen, um ein Spiel gewinnen zu können. Deswegen wird es auch Schach am Eis genannt. Also es geht nicht nur darum, wer schiebt den Stein am weitesten oder am genauesten, sondern um ein Spiel wirklich gewinnen zu können, muss es von vornherein gut und perfekt aufgebaut sein. Auf gutem Eis Curling zu spielen, ist beim KCC Programm. Denn während alle anderen in Österreich auf Eishockey-Eis spielen müssen, bietet Kitzbühel die echte Eiserfahrung. Das Curling-Eis wird vor jedem Spiel geschnitten mit speziellen Klingen und danach mit einem Mop abgezogen, und dann wird es noch gepöppelt. Das heißt, es kommen Wassertropfen aufs Eis, und auf diesen Tropfen kriegt der Stein dann sein Curl. Ja, also er macht nur auf diesen Pöppeln, wenn das Eis richtig gemacht ist, auch die richtige Kurve, wenn die Spieler den Stein mit der richtigen Geschwindigkeit Richtung Haus bewegen. Geschichtlich wird Curling zum ersten Mal im Jahr 1541 erwähnt. Curling kommt aus Schottland, also es waren schottische Mönche, die im Winter irgendwann mal begonnen haben, mit Steinen am Eis zu spielen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts erreicht der Sport dann Kitzbühel. Das waren Urlauber, es waren Gäste aus Schottland. Damals wurde hinter dem ehemaligen Grand Hotel Curling gespielt, auf Natureis natürlich. Und woher die Steine kamen damals, das weiß man leider nicht. Also man weiß nicht, wer die Mutter des Curlings in Österreich ist. Aber man weiß, dass man seit 1908 in Kitzbühel Curling spielt. Bis zur Gründung des Kitzbühel Curling Club sollten weitere 47 Jahre vergehen. Aber wieder hatten die Schotten ihre Hände im Spiel. Der damalige Kurdirektor von Kitzbühel, der Baron Mensingen, war aktiv mit schottischen Gästen unterwegs, und da wurde die Idee geboren,
in Kitzbühel einen Curling-Club zu gründen. Es wurden dann bei den Reichstennisplätzen 3 Eisrings eingerichtet im Winter, auf Natureis natürlich. Der Kulturverein hat dann 27 Paar Steine angekauft und so wurde mit den Gästen damals begonnen, Curling zu spielen. Und Curling spielt man nur mit ganz bestimmten Steinen. Das Besondere an den Steinen ist, dass sie aus schottischem Granit sind. Ja? Also alle Curlingsteine weltweit sind aus schottischem Granit. Ein Curlingstein wiegt 20 Kilo und ist konisch geschliffen, das heißt, er läuft auf einem Ring und das lässt ihn über dieses spezielle Eis dann auch diese tolle Kurve machen. Den nächsten Meilenstein erreichte der Curling Club dann in den 1960er Jahren, nachdem das legendäre Kitzbüheler Eisstadion errichtet wurde. Gemeinsam mit allen anderen Eissportvereinen übersiedelte auch der KCC auf den Lebenberg. Es war definitiv nicht so komfortabel wie heutzutage. Erstens einmal gab es nur Natureis, nur im Winter. Und das Eis war auch nicht vergleichbar, weil da waren Eisläufer, Eishockeyspieler, Eisstockschützen und Curler. Dennoch, der Nischensport erlangte immer mehr Popularität. Also in den 70er Jahren kam noch mal richtig Bewegung in den Curling Club. Ferdinand Meyer wurde Präsident, Monika Hölzl als erste Frau als Vizepräsidentin in den Vorstand aufgenommen. Die beiden waren dann sehr aktiv und konnten auch Eishockeyspieler motivieren, Curling auszuprobieren. Jakob Küchel und Sepp Nägele haben das dann auch getan und wurden begeisterte Curlingspieler. Und gleichzeitig motivierten die auch ihre Frauen, mit dem Curling zu starten. Und das war eine neue Ära im Kitzbühel Curling Club. Eine Ära, bei der Traudi Kudelka live dabei war. Mein Mann hat schon Curling gespielt. Und da am Mittwoch bin ich bei Frauenturnen gegangen und am Samstag bin ich halt mit meinem Mann nachher dahin gegangen. Also zuschauen. Und dann haben sie gesagt, Traudi, probier mal. Und dann sage ich, bitte, Gasche, lasst mich mit dem Sport in Frieden. Aber Fotos sagen mehr als Worte. 78. Sagen sie, du, da ist in der Mannschaft wer ausgefallen und wir haben ein Turnier, du musst spielen. Und dann sage ich, ich kann ja das nicht. Das ist wurscht, du kannst das. Und dann habe ich angefangen und die Saison drauf hat nachher das Ehepaar, mit dem ich gespielt habe, haben nachher meinen Mann gefragt, ob nicht er auch bei einer spielt. Und die Traudi, wenn halt noch spielen, dann waren wir eine tolle Mannschaft. Und wir waren nachher wirklich eine tolle Mannschaft. Wir haben dann in der Saison mehr oder weniger alles gewonnen. Alles. Lokaler Erfolg ist eine Sache. Aber für eine internationale Teilnahme mussten zuerst noch die Voraussetzungen erfüllt werden. Europameisterschaften und Weltmeisterschaften kann man ja nur spielen, wenn es einen österreichischen Verband gibt, also einen Landesverband. Der Verband wurde 1980 gegründet und bereits 1981 nahm ein Damen- und ein Herrenteam bei der Europameisterschaft in Grindelwald teil. Aber das war noch nicht alles. 1983 folgte die erste Teilnahme österreichischer Mannschaften bei der Weltmeisterschaft in Kanada. Natürlich war das für uns ein Erlebnis. Erfolg haben wir keinen gehabt, das haben wir von Haus aus gewusst. Weil das sind lauter Teams, die was mehr oder weniger viel mehr trainieren und die was Eisbedingungen haben, so wie es in der Halle halt ist. Das kannst du mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Genauso wie in jeder anderen Sportart hat sich die Eisbereitung, das Material, die Besen, alles zusammen hat sich einfach so geändert. Das ist 101. Um international wettbewerbsfähig zu sein, musste sich auch in der Heimat etwas ändern. Es war 85, weil da ist der Beschluss gefallen, dass in Kitzbühel eine Curlinghalle gebaut wird. Und das wurde dann auch umgesetzt und neben dem Eisstadion am Lebenberg wurde eine Zweiring-Curlinghalle gebaut und 1986 wurde dann in dieser Halle der erste Stein gespielt. Und diese Halle war auch damals die einzige in Österreich. Und dabei ist es auch geblieben, als der KCC 2006 in den damals neuen Sportpark übersiedelte.
Im europäischen Vergleich kann beispielsweise die Schweiz mit 40 reinen Curlinghallen aufwarten und auch in den skandinavischen Ländern ist der Sport viel weiter verbreitet. Kitzbühel steht also momentan klar an der Pole Position des österreichischen Curlingsports und so ist es auch nicht verwunderlich, dass im 70-jährigen Bestehen des KCC Mitglieder bei nicht weniger als 62 Europameisterschaften und 49 WMs teilnehmen durften. 2012 schnupperte die Jugend sogar olympische Luft bei den Youth Olympic Games in Innsbruck. Die großen Erfolge bleiben natürlich Erinnerungen fürs ganze Leben, wie beispielsweise WM-Silber des Damen-Seniorenteams 2014. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt nichts ausgerechnet. Und dann ist schon losgegangen. Wir haben da gespielt und es ist immer aufgegangen. Gegen Amerika haben wir gewonnen, gegen Japan haben wir gewonnen, gegen Russland haben wir gewonnen. Und das hat uns eigentlich keiner zutraut. Und dann stehen wir im Semifinale gegen Schottland. Denn da haben wir uns gedacht, ja, das aber ist super, dass wir es bis daher geschafft haben. Gegen Schottland haben wir dann gewonnen. Und dann waren wir einen Tag drauf gegen Kanada. Und da war ein bisschen die Luft heraus. Aber wir sind immerhin Silber, was uns wahrscheinlich niemand zugetraut hätte. Waren wir zumindest Silbermedaillengewinner. Für die Newcomer gab es 2012 WM-Bronze im Mixed Double. Das war unsere erste Weltmeisterschaft. Die war in der Türkei, in der Osttürkei, in Erzurum. Wir sind sehr motiviert hingefahren, konnten uns aber auch nicht so viel darunter vorstellen. Sind dann auf sehr, sehr starke Teams auch in der Gruppe gestoßen, haben die ersten 2 Spiele gegen Kanada und China direkt verloren und hatten ehrlich gesagt schon gar nicht mehr viel Hoffnung auf die Playoffs. Und haben ab dann aber sehr, sehr gut gespielt. Also es war extrem surreal, dort auch schon. Also wir waren das einzige Team unter den Top 10 oder Top 15, die keinen Trainer dabei hatten, die keinen Physiotherapeut dabei hatten, die nicht gefundet waren. Also wir haben ganz viel selber bezahlen müssen. Und als wir dann wirklich die Medaille gewinnen konnten, war das natürlich Wahnsinn. Also auch sehr tränenreich, dann auch bei der Medaillenübergabe, kann ich mich noch erinnern, auch die World Curling-Präsidentin hat sich sehr, sehr gefreut, dass so ein kleines Land wie Österreich auch eine Medaille gewinnen kann an der Weltmeisterschaft. Also es war ein sehr, sehr schöner Moment. Wir haben dann auch die Medaille nicht abgenommen, glaube ich, für die ganze Heimreise. Bei all den Erfolgen des Kitzbühel Curling Club haben sich natürlich so einige Anekdoten angesammelt. Und eine handelt von diesem Curlingstein. Es gab ein Team, das nannte sich Venediger Mandeln in Kitzbühel. Und die sind dann irgendwann einmal zusammengesessen und haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie bei der nächsten Ausscheidung für die Europameisterschaft sich qualifizieren und nach Schottland zur EM reisen. Und bei dieser Aktion kam dann die Idee, wenn sie schon Venediger Mandeln heißen, gehen sie mit einem Curlingstein und Besen auf den Großvenediger. Gesagt, getan. Und mit dieser Aktion konnte gleich noch ein Platz im Guinness-Buch der Rekorde 1993 ergattert werden. Das Team hat es dann tatsächlich geschafft, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren und reisten dann 1992 nach Schottland, nach Perth und haben den Stein, der am Venediger war, mit nach Schottland genommen. Natürlich musste im Flugzeug ein eigener Sitzplatz gekauft werden. Und die Flugbegleiterin wurden ersucht, weil die hat natürlich auch Spaß dran, einen Curlingstein zu transportieren, wurden ersucht, den Stein zu küssen. Und die Abdrücke sind heute noch sichtbar. Natürlich verweilt der KCC nicht auf vergangenen Erfolgen, wie die momentanen Wettkampfvorbereitungen der aktuellen Damen- und Herrenmannschaft mit Trainerin Daniela Jentsch zeigen. Wow, ist soweit. Achtung, jetzt, Haltlinie, Haltlinie. Unser großes Ziel ist jetzt einmal die nächste Europameisterschaft im November, für die wir uns vorbereiten hier mit dem gesamten Kader. Und längerfristig ist natürlich einmal das Ziel, eine WM-Qualifikation und auch eine Olympia-Qualifikation für Österreich zu schaffen. Wir kriegen bei uns vom Kitzbüheler Curling Club auch sehr viel Unterstützung für das Nationalteam und für unsere Tätigkeit im Nationalteam. Auf der einen Seite eben durch die super Trainingsbedingungen, mit denen wir unterstützt werden, auch durch Trainer, die zur Verfügung gestellt werden, die uns beim Training helfen. Der Chris, das ist unser Eismeister, der ist gefühlt 24/7 für uns erreichbar. Also der macht es wirklich super und wir haben da die besten Trainingsmöglichkeiten.
Man muss sich schon gut verstehen, also man muss schon miteinander auskommen. Die Wintersaison verbringen wir fast jede freie Minute miteinander eigentlich und sind fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs auf einem Wettkampf oder auf einem Trainingslager. Und wenn man da nicht gut miteinander auskommt, dann funktioniert das nicht. Andererseits ist natürlich die körperliche Komponente auch ein Riesenfaktor und ist in den letzten Jahren gerade auf einem hohen Niveau sehr, sehr entscheidend geworden. Wir haben jetzt kommende Saison so 2 Ziele, sagen wir mal. Wir wollen in der Olympia-Qualifikation so weit wie möglich kommen, das auf jeden Fall. Wir werden definitiv unser Bestes geben. Parallel dazu spielen wir im November noch die Herren-Europameisterschaft. Und da ist unser Ziel, in der A-Gruppe, also in der höchsten Liga bei der EM zu bleiben und uns auch wieder für die Herren-WM nächstes Jahr zu qualifizieren. Ich glaube, es ist die Kombination von Taktik und Bewegung, dies gemeinsam aufs Eis zu bringen, macht meiner Meinung nach das Spiel so besonders. Ja, also es gibt natürlich in Kitzbühel sehr, sehr viel Sportangebot. Und ich glaube, das war auch, als wir jung waren und gespielt haben, war das oft die Challenge, Mitglieder zu gewinnen, die mitmachen und die vielleicht dann auch bei uns im Team spielen, weil es natürlich Skifahren gibt und ganz viele andere tolle Sportarten, die man bei schönem Wetter draußen machen kann. Aber Curling ist natürlich schon auch ein sensationeller Sport für Kinder. Also die mentale Stärke, die man dabei beweisen muss, die man lernt, dann das Teamgefüge im Teamsport zu performen. Also ich möchte es meinen Kindern auf jeden Fall näher bringen, wenn sie älter sind. Ich finde es cool, dass der Club immer noch so besteht. In die letzten paar Jahre ist wieder ein bisschen Leben reinkommen, ist wieder ein bisschen mehr los in der Halle. Und wir wünschen uns alle, glaube ich, noch mehr Mitglieder, dass vielleicht noch ein paar mehr Junioren wieder zum Curling spielen kommen und dass wir dann mindestens noch 70 erfolgreiche Jahre vor uns haben, hoffentlich.